Ich habe mir gerade Essen besorgt. Essen und Kaffee. Ich bin so müde, Leute. Gestern bin ich richtig spät ins Bett gegangen. Ich habe noch gearbeitet. Ich musste sehr viele Videos hochladen und war deshalb sehr spät im Bett. Daher ist heute alles ein bisschen langsam und schwierig. Ich gehe nach Hause, frühstücke, mache mich fertig und dann sprechen wir wieder. Hallo Leute, herzlich willkommen in einem neuen Vlog. Das ist das letzte Video aus LA. Ich fliege in 2 Tagen nach Hause. Also morgen bleiben wir noch im Hotel am Flughafen und am Montag fliegen wir nach Hause. Ich freue mich schon auf zu Hause. Das war aber ein wunderschöner Urlaub. Und ja, jetzt bin ich alleine. Also heute bin ich alleine. Ich bin in Venice und nehme euch mit. Lass uns den Tag zusammen genießen und Deutsch lernen. Let's go! Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Leute, es ist so wichtig, fleißig zu sein und zu träumen. Es ist so wichtig. Hinter mir ist Venice Skatepark. Viele Leute fahren mit ihren Skateboards, Fahrrädern, genießen ihren Samstag. Ich genieße auch, ich chille hier. Und wollte euch sagen, bzw. erzählen, was ich für dieses Video geplant habe. Ich möchte wissen, wie viele Nomen ich in einem YouTube-Video verwende. Idealerweise möchte ich 100 verschiedene Nomen verwenden. Also ich möchte, dass ihr 100 Nomen mit ihren Artikeln in diesem Video lernt. Ich habe aber kein Skript, also es ist alles spontan. Mal schauen, wie viele Nomen wir am Ende dann bekommen. Alle diese Nomen werden mein Team und ich für euch in eine PDF-Datei auflisten mit Artikeln und Beispielen. Obwohl, vielleicht könnt ihr selber ein Beispiel schreiben, das ist vielleicht sogar besser. Also wir listen alle Nomen auf, wir schreiben euch Artikel dazu und geben euch ein bisschen Platz auf der PDF-Datei, damit ihr auch eigene Beispiele mit diesen Nomen bilden könnt. Eventuell können wir auch die Sätze aus dem Video aufschreiben, damit ihr das ein bisschen einfacher habt. Aber ja, das ist meine Idee. Ich habe noch nie sowas gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und wie viele Nomen man wirklich in so einem kurzen Video verwenden kann. Dieses Video ist sehr viel entspannter, kürzer und leichter als das Video aus Hawaii oder von Hawaii. Ich habe heute nicht so viel geplant. Ich bin einfach nur in der Stadt unterwegs. Ich möchte einfach ein bisschen in der Stadt schlendern, Venice genießen, ein bisschen diese Atmosphäre wahrnehmen. Das Wetter ist nicht so toll, es ist ein bisschen kühl, aber ich bin trotzdem glücklich. Ein paar Kleinigkeiten habe ich für heute geplant, deshalb wird das auf jeden Fall nicht langweilig. Also bleibt unbedingt dran. Jetzt sind wir am Strand. Ich bin gerade auf dem Weg zu Erewhon. Zu Erewhon. Ich bin gespannt, ob jemand von euch weiß, was das ist. Es ist ein Supermarkt in den USA. Ein gehypter Supermarkt. Ich erzähle euch gleich mehr. Ich habe mein Stativ dabei. Ich suche gleich einen gemütlichen Platz und quatsche ein bisschen mit euch. So, ich habe einen gemütlichen Platz gefunden.
Okay, ohne Sonnenbrille kann ich leider nicht sprechen. Heute ist das Wetter wieder sehr schlecht. Wir sind seit einer Woche in LA und es war richtig schön, nur am ersten Tag. Und dann die Tage danach war das Wetter okay, also so 25 Grad, aber kein Strandwetter. Und ihr seht, hinter mir ist der Strand, also ich bin am Venice Beach und der Strand ist leer, fast keine Leute da. Es gibt ein paar Surfer, aber fast keine Leute da, niemand sonstig, niemand schwimmt. Es ist ein bisschen traurig. LA ist natürlich keine Stadt, in der man Strandurlaub macht, aber es wäre schön, wenn man einen halben Tag in der Stadt unterwegs und einen halben Tag am Strand chillen könnte. Lass uns ein bisschen zusammen den Strand genießen und dann reden wir weiter. Gleich möchte ich zu Erewhon gehen, habe ich euch ja gesagt. Das ist ein sehr bekannter Bio-Supermarkt in den USA. Ich möchte da einen Smoothie probieren und möchte mir die Produktauswahl anschauen. Ja, let's see, wie das wird. Ich habe diesen Supermarkt schon bei sehr vielen Influencern gesehen und natürlich möchte ich das auch selber testen. Jetzt raus aus dem super tollen organischen Supermarkt. Ich habe meinen Smoothie und wollte euch ein kleines Feedback dazu geben. Also, es ist einfach ein Hype. Der Supermarkt ist toll, alles ist super schön verpackt, die Auswahl ist sehr groß. Aber Leute, ich habe $22 für diesen Smoothie bezahlt. What? $22 für einen Smoothie? Das kann man nicht rechtfertigen. Und wisst ihr, was das Traurigste ist? Der Smoothie schmeckt nicht. Oh, ich bin richtig enttäuscht. Ich habe mir extra einen Smoothie mit Erdbeeren genommen. Ich liebe Erdbeeren. Aber irgendwie ist der Geschmack ein bisschen künstlich. Naja, jetzt muss ich meinen $22 teuren Smoothie austrinken. Wegschmeißen werde ich ihn nicht. Aber ich habe es gesehen, das ist die Hauptsache. Und jetzt weiß ich, dass das nur ein Hype ist. Zumindest, wenn man genug Geld hat, kann man da einkaufen gehen. Die Lebensmittel sehen sehr toll aus. Alles ist organisch. Organisch? Bio und alles ohne Plastik, also nichts ist verpackt, sehr viel in Glas verpackt, also ein tolles Konzept, aber extrem überteuert. Okay, wir gehen weiter, wir haben noch ein bisschen Zeit und gehen jetzt in Venice zusammen spazieren. Let's go! In Venice ist immer was los. Es ist so crazy, das ist wie eine kleine Welt. Musik, Street Performance, Artists. Morgen
findet hier in Venice ein Halbmarathon statt. Und ich dachte, das wäre so cool, an dem Halbmarathon teilzunehmen. Aber ich bin ja schon 2 gelaufen und im Oktober laufe ich den Marathon in Frankfurt. Also muss ich mich darauf fokussieren. Aber es ist sehr cool zu sehen, dass Menschen überall auf der Welt laufen, den Laufsport lieben und an den Wettkämpfen teilnehmen. Sagen, wenn man kein Auto in LA hat, dann sind die Tage schon sehr anstrengend. Ich bin den ganzen Tag spazieren gegangen und ich sehe jetzt schon sehr müde aus. Ich habe mir gerade eine Cola geholt und ich hoffe, das hilft. Und gehe gleich einen Kaffee trinken. Ich möchte ein bisschen arbeiten. Und vor allem möchte ich meinen Füßen ein paar Minuten Ruhe geben. Ich merke schon, dass meine Beine und Füße sehr, sehr müde sind. Hier hinter mir ist ein sehr bekanntes Café. Das heißt, glaube ich, Earth Café. Und da gehe ich hin. Ich laufe jetzt nach Hause. Ich bin fix und fertig, Leute. Zum Abschluss wollte ich mit euch über 3 Sachen sprechen. Ich habe hier in Kalifornien gemerkt, erstens, dass sehr viele Leute Hunde haben. Es ist so cool, wirklich. Ich habe noch nie, glaube ich, so viele Hunde gesehen in einer Stadt. Am Morgen sieht man Leute mit Hunden spazieren, am Abend auch in allen Restaurants, in Cafés. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Zweitens, es gibt hier so viel Technik. Also ich glaube, Kalifornien ist wirklich place to be, wenn man Fortschritt und Technologie in seinem Leben haben möchte oder neue Sachen kennenlernen will. Worauf ich eigentlich hinaus will, sind die selbstfahrenden Autos. Hier gibt es so viele selbstfahrende Taxen. Also man kann auf Deutsch sowohl Taxis als auch Taxen sagen, aber Taxis klingt ein bisschen, ja, klingt nicht schön. Es ist nicht falsch. Genau, also selbstfahrende Taxen. Ich habe ein paar Mal versucht, das aufzunehmen. Wir werden das für euch hier einblenden. Ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt. Da sitzt einfach kein Auto und kein Mensch und das Auto fährt. Es ist so verrückt, wirklich. Und es gab aber noch eine Sache, die habe ich vergessen. Ich werde gleich noch auf dem Weg nach Hause darüber nachdenken. Und wenn ich mich daran erinnere, dann nehme ich das nochmal auf. Oh, schaut mal, hier, da kommt ein Mann mit einem Hund. Und es gibt überall Menschen mit Hunden. Das ist so schön, wirklich. Jetzt laufe ich erstmal zurück. Ich bin fix und fertig, ich bin sehr müde und werde heute Abend mich einfach auf die Couch setzen und mein Memory Book schreiben. Ich habe ein One-Line-a-Day-Book. Das kann ich euch nachher zeigen. Es ist wirklich toll. Ich schreibe jeden Tag ein paar Erinnerungen vom Tag, was passiert ist. Und das jeden Tag für 5 Jahre. Und dann kann ich die Jahre davor dann auch lesen, was an diesem Tag passiert ist. Leider habe ich es in diesem Urlaub auf dieser Reise nicht geschafft. Also nicht geschafft, das Tagebuch jeden Tag zu schreiben. Deshalb werde ich das gleich machen. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe mich tatsächlich an die 3. Sache erinnert.
Wir waren ja hier schon vor 8 Jahren, 2017, haben mein Mann und ich hier in Kalifornien einen großen Roadtrip gemacht. Man konnte kaum was zu Fuß machen, also wirklich alles nur mit dem Auto. Jetzt die letzten 2 Tage hatte ich gar kein Auto, ich bin die ganze Zeit immer zu Fuß gelaufen. Und was ich gemerkt habe, es waren so viele Menschen mit Fahrrädern. Also Fahrradkultur kommt langsam in den USA an. Wie toll ist das denn bitte? Es gibt auch sehr viele Fahrradwege und es gibt so Straßenschilder, die dann extra sagen, pass auf die Fahrradfahrer auf, achte auf die Fahrradfahrer. Richtig toll. Und tatsächlich sieht man auch Eltern mit ihren Kindern auf Fahrrädern. Also es sind nicht nur Touristen, die die Fahrräder nutzen, sondern auch wirklich Amerikaner, die zur Arbeit fahren, die ihre Kinder zur Schule bringen oder zum Kindergarten. Das ist wirklich toll. Da sieht man, dass es geht. Man muss nicht immer nur mit dem Auto fahren. Und um ehrlich zu sein, war ich nach 2 Wochen Autofahren so glücklich, endlich mal zu Fuß zu gehen. Wir sind auf Hawaii jeden Tag mit dem Auto gefahren und hier in LA sind wir auch jeden Tag so viel Auto gefahren und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. In Deutschland habe ich nicht mal ein Auto und ja, hier in den USA haben wir einfach 50% der Zeit in den Autos verbracht. Daher ist es umso schöner zu sehen, dass die Fahrradkultur auch langsam hier ankommt. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du schon mal in LA warst oder ob du gerne Kalifornien besuchen würdest. Wir hatten unglaublich viel Spaß auf Hawaii. LA hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin, wie gesagt, schon zum 2. Mal hier. Aber ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen besseres Wetter gewünscht. Es ist schon sehr kalt. Ihr seht, dass ich sehr dick angezogen bin. Und ich glaube, es ist tatsächlich noch kälter hier als in Deutschland. Ist das nicht verrückt? Damit hätte man überhaupt nicht gerechnet. Aber sonst ist LA auch sehr cool und wirklich ein Besuch wert. Ich bin gespannt, wie viele Nomen wir in diesem Video gesammelt haben. Denk daran, dass du die kostenlose PDF-Datei hier herunterladen kannst. Ich werde die Datei unter dem Video verlinken. Und gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag, wie immer, auf meinem YouTube-Kanal. Und ich freue mich auf euch.